Willkommen! Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in Senector Stage den Ausschnitt von Bildern und Videos wählen können. Medienplatzhalter für Bilder und Videos, welche in Vorlagen verbaut sind, haben ein festes Format. Häufig ist das 16:9, aber auch andere Formate kommen vor. Wenn Sie nun ein Bild darauf legen, welches ein anderes Format hat, zum Beispiel ein Porträt, wird allerdings nicht immer das angezeigt, was Sie genau möchten. Nehmen wir zum Beispiel mal dieses Porträt einer Person und Sie sehen, es wird ein mittlerer Ausschnitt gewählt. Das können Sie über die Objekteigenschaften anpassen. Die erreichen Sie über einen Doppelklick auf das Objekt oder alternativ, indem Sie das Objekt auswählen und hier oben links die Objekteigenschaften öffnen. Sie sehen sowohl bei Bildern als auch bei Videos hier nun ein Tool, mit dem Sie den Bildausschnitt wählen können. Sie sehen, dieser markierte Bereich ist das, was am Ende in der Szene zu sehen ist, und Sie können das greifen und verschieben und ansonsten auch skalieren. Hier unten finden Sie weitere Möglichkeiten, das Tool zu nutzen. Solange das Seitenverhältnis gesperrt ist, wird es immer das Original-Seitenverhältnis beibehalten. Das heißt, wenn Sie hier an den Ecken ziehen, verändert sich es im richtigen Verhältnis. Wenn ich es ausschalte, verändert sich das Seitenverhältnis. Das ist jetzt natürlich bei Fotos für gewöhnlich eher ungewollt, allerdings bei einigen Arten von Bildern macht es Sinn. Mit diesem Button auf die Größe des Bildobjekts zuschneiden, wird alles zurückgesetzt. Die anderen Funktionen sind ebenfalls hilfreich. Wenn Sie nun eine Größe ausgewählt haben, die Sie verwenden möchten, können Sie über Bildauswahl zentrieren, wieder hier zum Mittelpunkt zurückkehren, zum Beispiel wenn Sie ein bestimmtes Muster in der Mitte eines Bildes haben, welches Sie nun mit dieser Größe verwenden möchten. Die Funktion Bildauswahl maximieren streckt den Auswahlbereich unter mangelnder Berücksichtigung des Seitenverhältnisses komplett auf, und manchmal ist auch das sinnvoll. Über vollständig anzeigen wird diese Bildauswahl überspannt, damit das Bild am Ende komplett innerhalb des Platzhalters zu sehen ist. Zum Beispiel, wenn Sie Text verwenden, der nicht abgeschnitten werden soll. In den meisten Fällen würden wir allerdings empfehlen, das nicht zu nehmen, da es häufig mit dem Hintergrund kollidiert. Das gleiche können Sie auch benutzen, wenn Sie Videos hinzugefügt haben. Ich ziehe zum Beispiel mal jetzt ein Video hier drauf. Sie sehen, standardmäßig wird wieder die Bildauswahl zentriert und in der richtigen Aspect Ratio dargestellt. Hier ist es ein 16:9 Bild, das heißt, da passt alles, aber auch hier kann ich, wenn ich möchte, den Bildausschnitt wählen. Wie Sie sehen, kommen hier noch zusätzliche Objekteigenschaften hinzu, da es sich um ein Video handelt. Zum Beispiel können Sie die Start- und die Endzeit des Videos einstellen. Wenn Sie zum Beispiel ein Intro in einem Video haben, welches Sie überspringen möchten, können Sie entsprechend hier die Startzeit auswählen. Oder ansonsten eben das Ende wegkürzen. Möglicherweise handelt es sich aber auch um einen spezifischen Ausschnitt, den Sie wählen möchten. Zusätzlich können Sie hier unten die Lautstärke des Videos an der aktuellen Position festlegen. Allerdings würde ich in den meisten Fällen davon abraten, da manuell Hand anzulegen, da die meisten Vorlagen so ausgelegt sind, dass die Lautstärke sich dann erhöht, wenn sie es soll. Gut, so viel zum Bildausschnitt. Sie können übrigens, das ist noch eine fortgeschrittene Technik, das auch nutzen, um solche Maps hier zu verwenden. Dabei werden verschiedene Icons oder Teilgrafiken alle in ein Bild gebaut, und je nachdem, welches Sie gerade brauchen, können Sie den entsprechenden Ausschnitt wählen. Das nur schon mal so als Hinweis für fortgeschrittene Anwendungen. Alles klar, jetzt wissen Sie, wie Sie den Bildausschnitt verwenden und können zukünftig Ihre Bilder passgenau anpassen. Dann viel Spaß beim Erstellen. Auf Wiedersehen.